Diesmal wurden wir gebeten, ein kleines Haus am Wienerwald unter die Lupe zu nehmen. Das Holzhaus wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet und steht direkt am Waldrand. Der derzeitige Besitzer möchte aber, dass wir den Standort des Objekts nicht preisgeben, und wir durften auch nur eingeschränkt Außenaufnahmen machen. Der Erbauer steckte damals laut der Geschichte Leib und Seele in sein Werk und hing dementsprechend daran. Heutzutage dient das kleine Haus vor allem dazu, Urlauber zu beherbergen, und da beginnt die eigentliche Geschichte. Alle bisherigen Gäste wollten unbedingt nach 1 bis längstens 3 Tagen wieder abreisen. Keiner der Leute sagte wirklich den genauen Grund. Es kamen nur manchmal Aussagen wie: hier geht's nicht mit rechten Dingen zu, oder das hält ja keiner aus. Der Vermieter schickt uns eine E-Mail mit der Bitte, die Hütte zu untersuchen. Vorangehend beauftragte Baubio- und Baugeologen sowie Elektrotechniker, die auch nach außergewöhnlicher Strahlungsdichte suchten, sowie Sporentests im Haus, blieben ergebnislos. Die Funkstärke von Mobilfunk und WLAN-Sperrfaktoren ist auch im normalen Bereich. Bei der Vorbegehung durch Jürgen und mich war nichts Auffälliges zu bemerken, aber an dem Tag, wo wir die Untersuchung hatten, war alles wirklich katastrophal. Die am Vortag getestete Heizung hatte einen Totalausfall und alles schien noch gegen uns zu arbeiten. Wir vermuteten im Vorfeld, dass der Bauer des Hauses auf sein Anwesen aufpasst und sich von den Gästen gestört fühlt. Und zu Beginn der Ermittlung deutete auch einiges in diese Richtung. Wir starteten die Untersuchung mit einer EVP-Session und dem K2-Meter. Wir sind heute hierher gekommen, um herauszufinden, was in diesem Haus passiert ist. Es waren schon öfter Urlauber da, man könnte fast sagen Kurzurlauber, weil diese nach kürzester Zeit auch wieder verschwunden sind. Aber sie haben nicht gesagt, warum. Und der Hauseigentümer hat uns gebeten, einmal nachzusehen, ob hier wer Hilfe braucht oder was der Grund sein könnte. Du kannst mit uns über Gerätschaften sprechen. Wir haben zum Beispiel dieses Gerät. Das kannst du berühren, wenn die Antwort Ja ist. Wir haben hier es ist wie ein Mini-Tonbandgerät, da kannst du laut hineinsprechen, wenn du uns was sagen möchtest. Und eben, wenn du uns sofort ein Zeichen geben willst, wie gesagt, berührst du dieses Gerät. Mein Name ist Alex. Christian. Nicole. Und Jürgen. Dann frage ich einmal, ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Wenn ja, berühr bitte dieses Gerät hier. Danke sehr. Wir sind nicht hier, um dir auf den Nerv zu gehen, oder wir wollen dir auch nichts Böses tun, wir wollen einfach mit dir kommunizieren. Ist der Strom ausgeschalten jetzt? Nein. Ist der F4 unten? Nein, draußen kein. Oben drin nur Licht. Okay. Weil, dass die Stromquellen abgedreht sind, ja. Strom aus? Ja. Falls du dieses Gerät berührt hast, sage ich auf jeden Fall vielen Dank. Wie gesagt, wenn die Antwort Ja ist, dann kannst du das bitte gerne wieder machen. Du kannst uns auch deinen Namen auf dieses Tonbandgerät sprechen. Stören wir dich hier? Möchtest du uns irgendetwas mitteilen?
Vielleicht können wir dir helfen, ins Licht zu gehen. Hast du dieses Haus hier gebaut? Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich sehr komisch für dich. Da kommen jetzt auf einmal Leute und wir sind sehr viele Leute. Wir wollen dich auf jeden Fall nicht erschrecken. Es wäre schön, wenn du dieses Gerät nochmal leuchten lassen könntest. Danke sehr. Bist du hier sehr einsam? Das heißt, dir gefällt die Einsamkeit hier? Wenn ja, kannst du dieses Gerät berühren. Hier waren schon öfter für kurze Zeit fremde Leute in deinem Haus. Hat dich das gestört? Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, das heißt, du bist eigentlich gerne hier alleine. Aber nicht. Man muss vielleicht auch sagen, wir sitzen deswegen alle so da. Der herinnen hat es aktuell, man sitzt 0 Grad, es gibt keine Heizung. Die Heizung funktioniert seltsamerweise nicht. Hast du die Heizung, oder bist du dafür verantwortlich, dass die Heizung nicht funktioniert? Willst du uns damit sagen, wir sollen uns hier gar nicht so gemütlich machen? Ja, wir haben auch gar nicht vor, dass wir es zu gemütlich machen, herinnen. Geht ja gar nicht. Aufgrund geht. Nein, geht nicht. Ja. Es ist. Aber selbst wenn die Heizung funktionieren würde, Würde man nicht lang bleiben wollen, ja. Nicht lang stören wollen. Nicht lang stören wollen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir größten Respekt vor dem hast, was du geschaffen hast, vor deinem Haus. Wir wollen und werden hier auch nichts verändern oder kaputt machen. Wir wollen wirklich nur feststellen, ob hier jemand noch da ist. Und scheinbar bist du ja auch da, oder? Mhm. Die Frage ist, warum bist du da? Du kannst uns gerne in dieses Diktiergerät durch dieses Diktiergerät etwas mitteilen. Bist du hier gerade bei uns im Raum? War das ein Ja? Ein schwaches Ja. Mhm. Man sagt, du bist eines Tages weggegangen und
Und keiner weiß wohin und du bist nie mehr zurückgekommen. Stimmt das? Musstest du hier flüchten? Ist dir etwas passiert? Sehr deutlicher Ausschlag. Danke für die Antwort auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Schutzschalter ist unten. Strom ist aus. Hände sind aus. Okay. Chris, was meinst du dazu? Und kalt ist es auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht mal sagen, es wird auf einmal kalt hier drinnen. Nein, es wird kälter. Seit wir da reinkommen sind, wird es permanent kälter. Kann das nicht sein, dass wir das einfach fühlen? Weil mit der Zeit friert man halt einmal ab. Zwischen 0 und -1 Grad müsste es haben. Draußen zumindest. Bist du das, der das hier so kalt macht? Was hast denn du gemessen? Schau dir das an. Was ist denn? Ausschlag bis zum Roten. Hast du gemessen, wie wir reinkommen sind? 0 Grad circa. Du hast 0 Grad am Gerät angezeigt. 0,02. Hat aber gerade ausgeschlagen. Ja, aber wir fühlen das nur, dass es kälter wird. Er zeigt jetzt da überall 3,5 Grad an. Ich glaube, das ist einfach ein Empfinden von uns. Hast du die Kinect hinter uns im Auge? Aber auf die Frage, ob er das kalt macht, war der Vollausschlag. Okay. Wir haben hier noch ein Gerät. Wenn du dich da vorstellst, kannst du dich auch drauf zeigen. Ich drehe es vielleicht mal in die andere Richtung. Jetzt haben wir den Schirm jetzt nicht. Kann ich das mal umdrehen. Ich drehe das dann zu uns rüber. Was soll sie davon, wenn ich auf die Stufen des Theremin hinstelle? Da mal. Dieses Gerät kannst du berühren Du kannst auch aufhören damit. und man kann auch wieder aufhören damit, ja. Hat da wirklich jedes Handy aus? Ja. Kann mir bitte jeder das Handy für sich zeigen? Deins liegt gar nicht da, ist deins aus? Flugmodus. Flugmodus. Das ist auch Flugmodus. Ich habe es weggemacht. Nein, das liegt da drüben. Im Handy, da in der Tasche drin irgendwie. So, jetzt kannst du auch zeigen. Kameraakku aus. Schalt das wieder an. Die Kamera schaltet sich ab und wieder an. Unglaublich. Okay, ich schalte das jetzt einmal aus und schau mal nach dem Akku. Flugmodus. Okay, Und meinst du, da drüben ist auch Flugmodus? der Akku ist voll. Hast du gerade die Kamera ausgeschalten und wieder eingeschalten? Oh, das gibt's ja nicht. Ausschlag. Ja, was? Na, du kennst dich ja scheinbar ganz gut mit technischen Geräten aus. Ja, wie man sich eine Kraftquelle War gerade wieder macht. Ausschlag.
hattest du mit technischen Geräten zu tun? Aber der Hausbauer ist das Haus ist 1904, was ich jetzt weiß, gebaut. 1904? 1904, ja. Nein, jetzt ist der Akku komplett leer. Jetzt ist er durchgestrichen. Wirklich? Ja, kannst du bitte den Akku drüben abfüllen? Der war gerade komplett voll. Und Jürgen, das ist einer von den ganz neuen Akkus. Ich habe die Akkus, die die Spannung nicht so gut halten, alle ausgewechselt. Die existieren nicht mehr. Scheint energiemäßig ein bisschen ausgehungert zu sein. Schau, das sind die ganz neuen Akkus, Ja, die du gekauft hast. ich spüre es nicht. Scheint energiemäßig ein bisschen ausgehungert zu sein. Darum wird es ja auch immer kälter. Aber gefühlt kälter, das ist der Punkt. Aber richtig kälter, das ist falsch. Nein, unsere Energie. Speicherkartendaten defekt. Daten wiederherstellen. Das Theremin, oder in diesem Fall der REM-Pod, baut ein elektromagnetisches Feld um sich auf. Wird dieses durchbrochen, gibt es einen Signalton. Auch Mobilfunksignale oder Funk kann das Magnetfeld vom REM-Pod stören. Da muss man vorsichtig bei der Beurteilung sein. Am besten ist es im Vorfeld, alle Störquellen auszuschließen und das Gerät mal einige Zeit aktiviert an Ort und Stelle stehen zu lassen. Bleibt es ruhig und beginnt bei der Ermittlung aktiv zu werden, dann lässt das schon eher Rückschlüsse zu. Das K2-Meter lieferte am Anfang schon recht gute Antworten, die auch zu unserer anfänglichen Vermutung bezüglich des Hauses passten. Die Kinect hatten wir diesmal schon vor der Ermittlung über Stunden an der gleichen Position stehen lassen, um Fehlinterpretationen eher ausschließen zu können. Interessant war jedenfalls, dass zur gleichen Zeit der REM-Pod und das K2 aktiv wurden und im selben Moment die Kamera zuerst den Nightshot deaktivierte, dann ausfiel und gleich wieder angesprungen ist. Die Daten waren leider nicht mehr zu retten. Als wir die Kinect als Kommunikationsmittel anboten, kam auch eine eindeutige Antwort per EVP. Gezeigt hat sich jedenfalls niemand und die Kinect fiel dann auch bald aus. Bei der Auswertung war auf allen Kameraspuren und dem Diktiergerät dieser murmelnde Sound zu hören. Wir haben keine Idee, was das sein könnte. Eventuell haben die Haustechniker doch etwas übersehen. Allerdings verschwand dieses Geräusch auch recht bald wieder. Auch das Klopfen konnten wir erst bei der Auswertung hören. In Verbindung mit der Aussage "hört mich" sehr beeindruckend. Nach dem Akkuwechsel blieben wir jedenfalls noch ein wenig im unteren Raum und versuchten, für die erzählten Geschichten und unseren Vermutungen Bestätigungen zu bekommen. Es wäre sehr schön, wenn du uns möglichst viel erzählen könntest. Wir haben auch andere Geräte. Vielleicht funktioniert es da besser. Das Tonbandgerät wird die ganze Zeit, während wir da sind, mitlaufen. Das heißt, du kannst jederzeit dir noch was reinsprechen. Und du kannst dich auch gerne durch Klopfen, wenn dir das möglich ist, im Haus bemerkbar machen. Du kannst auch gerne eine Kerze ausgehen lassen, aber bitte nur eine. Das ist unsere Wärmequelle. Bist du noch in diesem Raum? Der derzeitige Besitzer hat die Absicht, hier bald wieder zu vermieten. Findest du es schön?
Sollen wir mal raufkommen in den ersten Stock zu dir? Er hat gesagt, er ist hier, gell? Dürfen wir mal in den ersten Stock raufgehen? Hast du... Magst du den ersten Stock nicht so? Ist im ersten Stock etwas vorgefallen, von dem du uns gern erzählen möchtest? Wir wollen wirklich nicht unhöflich sein, nur uns interessiert deine Geschichte wirklich und wir können vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht können wir auch irgendwie was für dich tun. Wir würden dich bitten, uns zu erlauben, den ersten Stock betreten zu dürfen und versuchen, dort noch einmal mit dir zu sprechen. Ja, wir haben es während der Untersuchung sicher ein- oder zweimal erwähnt. Es war furchtbar kalt dort und darum entschuldigen wir uns auch für das andauernde Aufziehen. Oben allerdings gab es noch eine Zugabe an Kälte, die schon echt weit über unsere Grenzen ging. Die Luft war total schwer zu atmen und die Kälte, die ging wirklich bis auf die Knochen. Wir waren aber fest entschlossen, die Untersuchung durchzuziehen und Chris war vor der Untersuchung schon die ganze Zeit gespannt auf den oberen Raum und deshalb beschlossen wir auch erstmal nach oben zu gehen, um eventuell weitere Hinweise zu bekommen. So. Es war unten schon unerträglich kalt, aber herum ist Noch eine Spur. Gell? noch eine Spur unerträglicher. Ja, stimmt, beißend kalt ist es. Beißend kalt. Ja. Dabei sollte es eigentlich wärmer werden, wenn man raufgeht. Bist du das, der das da absolut so kalt macht? Er lässt es einfach nicht zu, dass es wärmer wird. Kalt ist es von Haus aus. Vielleicht hältst du dich am meisten hier in diesem Raum auf. Dieser Raum bereitet dir Unbehagen, ist das richtig? Ist in diesem Raum hier etwas passiert? Du kannst auch wieder in das Mikrofon reden, in das kleine Diktiergerät oder das K2-Meter berühren. Was hältst du davon, dass ja bald wieder Urlauber sein werden? Ärgert dich das? War das jetzt ein Ausschlag? Du kannst dem heutigen Besitzer von der Hütte etwas ausrichten, indem du auf das Tonband sprichst. Wir werden ihm das dann mitteilen. Ja, wie gesagt, wir würden gerne mehr über dich erfahren und deswegen sind wir jetzt hinaufgegangen.
Ich hoffe, du kannst es uns irgendwie nachsehen, dass wir trotzdem hier reingegangen sind. Oder wäre es dir lieber, wenn wir wieder gehen würden? Wie viel Grad hat es da herein? Entschuldigung. Wo ist das? Wo ist der Laserpunkt? 0,3,86, 3,6, ne? 3,4. Das variiert. Aber die. Wir haben nachher noch ein Gerät. Da kannst du versuchen, Direkt mit uns zu sprechen. direkt mit uns zu sprechen. Machst du das dann? Ich glaube, das hat bei den Versuchen, jetzt, die wir da aufgestellt haben, die wir gemacht haben, mit dir am besten funktioniert auch. Stört dich eine Person von unserer Gruppe speziell? Oder stören dich einfach alle? Bist du noch bei uns hier oben? Oh. Möchtest du vielleicht mit irgendeinem Speziellen von der Gruppe alleine sprechen? Sollen wir uns unten noch einmal hinsetzen und dieses andere Gerät für dich aktivieren? Wo du direkt mit uns reden kannst. Hat noch irgendwo eine Frage? Das ist herum echt unangenehm, also. Na. Mein Name ist Daniela und ich habe das Team bisher im Hintergrund unterstützt. Ab Episode 5 werde ich auch aktiv an den Ermittlungen teilnehmen. Das Team war insgesamt über eine Stunde im oberen Raum, aber es hat sich nicht viel ergeben. Mit 2 EVPs, Duda und Belzebub, in Verbindung mit dem Klopfen, ließen uns bei der Auswertung die Gesamtlage überdenken. Wir bekamen den Verdacht, dass versucht wurde, unsere Vermutungen zu bestätigen, dass wir einfach Ruhe geben und uns wieder verziehen. Aber in Wahrheit war es gar kein stolzer Bauherr, der auf sein Heim aufpasst, sondern eher eine düstere Kraft, die im Spiel ist. Das Team beschloss dann erst einmal, im Glauben mit dem Erbauer des Hauses zu sprechen, eine Portalsitzung zu starten. Dieses Gerät nennt sich Portal. Kannst du versuchen, über dieses Gerät mit uns zu sprechen? Wer ist hier bei uns? Kannst du uns deinen Namen nennen?
Da hat jemand okay gesagt. Warst du das? Möchtest du uns irgendetwas mitteilen? Rausgeflogen. Dazu wankelt wie ein ganzer Satz. Genau. Und am Schluss ist es mit Herrn. Ja, vor dem Herrn. Versuchst du über dieses Gerät mit uns zu sprechen? Möchtest du uns sagen, was passiert ist? Kannst du einen unserer Namen sagen, bitte? Jürgen? Bitte? Jürgen, oder? Ja. Möchtest du mit dem Jürgen sprechen? Möchtest du mit dem Jürgen sprechen? Schon. Was möchtest du mit ihm mitteilen? Du kannst in das kleine Diktiergerät sprechen. Oder direkt Oder über das Portal. Patch it during SIP. Was war das? Nicht verstanden. So wie ein Funkspruch. Das habe ich noch nie gehört.
Alles, was du uns noch mitteilen möchtest, kannst du jetzt über das Portal tun. FAQ Bangladesh. Ist eine Frau auch hier bei uns? Außen 2 Meter. Seid ihr jetzt mehrere als vorher? Wieder wir. Code Top Rim. Zu wie viel seid ihr jetzt? Das 3. Was hast du noch nicht? Ihr Mädchen, ne? Was meinst du mit Mädchen, die Nicole? Ich hab das noch nie gehört im Portal. Ja, das ist meine Karte. Erzähl uns doch bitte deine Geschichte. Das wäre total nett von dir, wenn du uns daran teilhaben lässt. Du hast scheinbar sehr viel Tragisches erlebt. Wir würden dich bitte bitten, dass du uns das erzählst. Wir können nichts versprechen, aber vielleicht ergibt sich doch eine Möglichkeit, irgendwo zu helfen. Mir wird ungut. Ich fühle mich nicht mehr so wohl wie vorher. Es war die ganze Zeit jetzt eigentlich trotzdem eine angenehme Atmosphäre, aber es ist jetzt so, dass ich mich nicht so gut fühle mehr. Ist jemand anderer jetzt hier? Wer ist jetzt bei uns? Ist jetzt jemand hier, der es nicht so gut mit uns meint? Entschuldigung.
Kannst du uns deinen Namen nennen? Ich möchte es sehen. Wer ist Switch? Das ist extrem kalt, das ist so Das extrem ist kalt. nicht Ja. mehr der Hauswirt. Ich habe auch das Gefühl vorher, das war eine Kommunikation und das ist richtig unangenehm jetzt. Und jetzt wird mir auch kalt, ja. Also ich fand es so. Ja. Ihr sprecht doch so gerne mit Nicole. Wir haben das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Das könnt ihr jetzt auch machen. Woher kam was? Ich bin nicht ganz so verstanden. Ich hab's. Schau. Warte, jetzt schleich dich. Sollen wir von ihr weggehen? Wer bist du? Nenne uns deinen Namen. Sind wir hier in Gefahr? Nicht gut. Sollen wir gehen? So langsam. Lass doch bitte den Hausbesitzer nochmal mit uns sprechen. Was, nein? Du bist traurig? Ich bin schon einfach nur traurig. Ja. Über was bist du einfach traurig? Verbietet ihr dem Hausbesitzer mit uns zu sprechen? Die Lage spitzte sich dann immer mehr zu und die Atmosphäre im Team und auch in dem Haus wurden dann merklich schlechter. Obwohl wir vor Ort nur wenige Meldungen aus dem Portal verstehen konnten, merkte doch jeder, dass die Stimmung kippte. Bei der Auswertung bestätigte sich dann das Gefühl des Teams. Nicole verspürte während der Ermittlungen eine unerträgliche, schwere und bleierne Müdigkeit und den armen Chris, den hat's besonders hart getroffen. Ich habe den vorher noch nie so gesehen. What are the locations that JI is discriminating? Schlag dich aus.
Was machst du denn kurz aus? Jetzt noch nicht gut. Nur das Stimmen im Kopf und gut. Okay. Komm weiter. Zeig wieder aus, okay? Hoffentlich. Das ist böse. Wie geht's dir jetzt viel besser? Ja, extrem kalt, ne? Das muss man dann reinigen. Er hat sicher 2 Wasser mit. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir hier gestört haben. An diesem Punkt ging es Christian gar nicht gut und das Team hat dann beschlossen, die Untersuchung abzubrechen. Wie schon vorher erwähnt, stellte sich bei der Auswertung heraus, dass hier wahrscheinlich nicht der Hausherr am Werk ist, sondern negative Energien und das scheinbar sehr viele. Bei weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass der Ort wie auch viele andere auf dieser Welt ein Schlachtfeld im Krieg war. Wir sind zu unserem Bedauern vom Eigentümer gebeten worden, dass der Standort der Hütte nicht bekannt zu geben ist, da wir sonst das Videomaterial nicht veröffentlichen dürfen. Deshalb können wir hier leider die geschichtlichen Fakten nicht einbauen. Jürgen und Alex wollten es dann genauer wissen und setzten die Untersuchung zu zweit ein paar Tage später fort. Heute ein bisschen leiser als sonst. Ja. Transformator liegt drin. Ja, klar. Naja, ich weiß nicht, ob man es da noch sieht wegen den Kerzen. Ja. Im Aufnahmebereich ist ein Ausschlag, den sieht man halt nicht. Ja, der wäre halt gut, wenn man sehen wird. So, Jürgen und ich sind noch einmal hier, weil, wie gesagt, das letztens etwas komisch war. Auf der einen Seite die Meldung, es ist mir was Schlimmes bei Ihnen passiert und nachher dann bei der Auswertung Ergebnisse wie, ihr werdet verarscht und verschwindet hier und einige andere Sachen der Art. Ist jetzt jemand hier, der über dieses Radio mit uns sprechen kann und mit uns sprechen möchte? Du kannst doch dieses Gerät berühren, was da vorne liegt. Das leuchtet dann. Also wir haben bei der Auswertung gehört, es hat ein paar Mal geklopft. Wir haben es aber nicht gehört vor Ort. Das ist genauso wie beim letzten Mal. Stimmt, ja. Wir haben auch gehört, die Geschichte mit dem Hausherrn stimmt nicht. Kannst du uns etwas dazu sagen, bitte?
Wir haben auch gehört, wir sind furchtbar verarscht worden. Und dass es den Hausherrn hier gar nicht mehr gibt. Wir haben auch gehört, dass es nur böse Energien hier gibt. Wenn die Geschichte mit dem Hausherrn, mit dem Erbauer dieses Hauses nicht stimmt, welche Geschichte stimmt denn dann? Gibt es hier eine Art Portal oder einen Übergang in eine andere Ebene oder in eine andere Welt? Steht das Haus generell auf einem ehemaligen Friedhof? Schlägt aus. War hier im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg ein Kampf, ein Schlachtfeld? Fangt schon wieder an mit Husten und Kotzen. Ja. Das ist so schlimm, weil mir läuft die Nase. Das Portal hat gesagt, wir werden hier verarscht. Von wem? Von wem werden die Urlauber hier vertrieben? Ich möchte den oder die Anwesenden noch einmal bitten, mit uns zu sprechen. Es wäre sehr nett von euch, wenn ihr uns die Fragen beantworten würdet. Kommt auch schon. Aber nicht jetzt wieder voll, nicht passend. Ja. Warum ist es dem Chris letztens so schlecht gegangen? War da jemand von euch dafür verantwortlich? Wieder Ausschlag.
Hat euch der Chris gestört? Wieder Ausschlag. Was noch uns? Ja. Stopp. Würde es vielleicht eine Möglichkeit geben, dass die Urlauber doch ein paar Tage kommen könnten? Ready. Oder geht das gar nicht für euch? Wieder Ausschlag. Ne? Oder jetzt nein gleichzeitig? Stabilität. Wären die Urlauber hier in Gefahr? Oder würde den Leuten hier was Schlechtes passieren, was Negatives? Wieder Ausschlag. Hallo, hat da jemand Hallo gesagt? Ja, Ausschlag. Warum ist es denn dem Chris so schlecht gegangen letztens? Nach der Spiritbox-Sitzung kamen wir der Sache bezüglich unserer Recherchen schon näher. Die Aussagen aus der Spiritbox passten genau zu dem, was wir bisher herausgefunden hatten. Wir beschlossen dann aber noch einen Versuch zu starten, das Telefonexperiment. Dabei wird eine Telefonverbindung zwischen zwei Geräten hergestellt. Das Gespräch wird bei beiden Handys auf Lautsprecher gestellt. Ein Telefon bleibt im Haus von einer Kamera überwacht und einem zusätzlichen Diktiergerät und mit dem anderen Mobiltelefon verlässt man das Haus. Sozusagen ist es eine EVP-Aufnahme per Mobilfunkverbindung. Die Theorie ist, dass Geister das Signal nutzen können, um sich bemerkbar zu machen. Leider wurde uns hier aber dann ein Strich durch die Rechnung gemacht. Moment, aber schau mal. Ja, kannst du mal meins nehmen? Wieso leuchtet das gerade 2 Meter? Geh mal mit dem Handy weg. Oder vom Mikro. Das Mikro steht. Ja, das werden die Anrufsignale sein. War so eine große Reichweite. Ja, das ist Funk. Ja, stell's hin. Das ist Funk. Aber dann bringt das K2 Meter nichts. Ne? Das K2 bringt nichts. Warte, jetzt hat er aufgehört, schau. Interessant. So. Na gut, ich meine, ist egal. Wir können es ja stehen lassen und sehen dann eh. Das ist halt bedingt aussagekräftig, aber wenn es im Allgemeinen ruhig ist und dann gibt es eindeutige Ausschläge, dann kann man es ja trotzdem rechnen. So, das war es jetzt einmal, oder? Gut, ja, dann gehen wir raus. Ja. Gehen wir hinten raus. Du musst aufpassen.
Das ist gefroren. Ist es? Nein, ist nicht gefroren. Letztens war es schlimmer. Nicht, dass doch irgendwo gefroren ist, dann haben wir ein Problem. So. So. Was haben wir jetzt? Hast du? Richtige Nebelsuppen haben wir jetzt da. Schalte mal auf Lautsprecher, dass wir das hören. Ja. Gut. Dass ich drinnen was abspiele. Ich drehe es auf ganz laut. Ja. So. Sehr cool, oder? Ja. Ja, es ist eine wirklich kuschelige Atmosphäre jetzt da. Nebel wie in London. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Ist jemand im Haus, der mit uns sprechen möchte? Möchtest du uns deinen Namen sagen? Was ist in diesem Haus passiert? Warum vertreibst du die Urlauber aus diesem Haus? Mich wundert, dass man jetzt überhaupt nichts hört. Ja? Mhm. Gar nichts. Ist der Lautsprecher eingeschaltet? Ja. Ja, ist eingeschalten. Und auch ganz aufgedreht. Du bist nicht am Headset. Ich kann noch drinnen, könnte ich noch mal schauen. Schaust du mal nach, ob es rückkoppelt, Ja. wenn du hingehst? Soll ich das Telefon da lassen? Ja, dann kannst du nicht schauen, ob es rückkoppelt. Ich kann schauen, ob es drinnen ist. Oh ja, man hört auch einen Lautsprecher. Okay. Ich höre es jetzt schon. Gut. Ah ja, siehst du, jetzt haben wir es ja gehört. Ja. Das heißt, es ist drinnen wirklich so leise, dass man jetzt übers Telefon zumindest nichts hören kann und nichts erkennen kann. Das wirst du dann auch wieder erst in der Auswertung sehen. Ja, aber es ist wichtig, dass wir Aufnahmegerät mit unserem Gelaber eben nichts erzeugen, was dann, ja, also dass wir weit genug weg sind. Und das ist auch der Fall. offensichtlich, sonst hätten wir es da hören. Ja. Ja. Warum ist es dem Chris letztens so schlecht gegangen? Hat jemand, der in diesem Haus ist, etwas damit zu tun, dass es dem Chris so gegangen ist? Letztens hat jemand zu mir gesagt, dass ich hier verarscht werde oder dass wir hier verarscht werden. Möchtest du mir sagen, wer uns verarscht? Es schaut so cool aus. Siehst du das? Ja, klar.
Das ist jetzt Okay. gekommen. Funkgerät. Du kannst dich auch gerne über das Funkgerät melden. Aufgelegt? Zurückrufen, ja. Wie geht denn das? Ich weiß es nicht. Sehr cool, oder? Ist die Kamera noch an? Der Ausschlag ist total, also beim K2 Meter. Die Kamera ist auf Standby. Ja, die Kamera ist auf Standby. Okay. Wie ist der Empfang? Ja, ganz gut. 3 Striche. 3 Okay. von 4 möglichen. Schalte die Kamera wieder ein. Rufst du nochmal an? Schaltest du das Lautsprecher? Musst du aufpassen. Mit dem Aufnehmen. So. Jetzt wollte ich gerade sagen, wer ruft mich jetzt an? Ja. Wie liegt es da wieder davor hin? Ja. So. Das andere wird eingesteckt. Test, Rückkopplung. Test. Ja, das ist gut. Ja, das quietscht schön. Das quietscht schön. Gehst du vor? Ja. Bin gespannt. Jetzt wird auf laut gedreht. Okay. Wir halten fest. Was ist jetzt passiert? Wir hatten eine Verbindung, niemand im Haus. Auf einmal hat irgendwer aufgelegt. Und das Und das definitiv auf der anderen Seite, sonst wäre bei dir das Besetzzeichen nicht gekommen. stimmt, ja. Und die Kamera war auf Standby drinnen. Die Kamera war auf Standby Ja, und das Handfunkgerät ist losgegangen. das Handfunkgerät, genau. Okay. Sehr seltsam. Wie kann man das erklären? Naja. Nachdem so Smartphones Taschencomputer sind, ist theoretisch alles möglich. Aber es ist trotzdem, egal wie man es sieht, auf jeden Fall eigenartiger Zufall. Steht da, Alex ruft an. Ich denke mir, welcher Alex? Wir kennen ja keinen Alex. Dann schaue ich bei der Nummer. Meine Nummer. Dann rufe ich sie und sage, bitte komm und schau, wer dich da anruft. Sie sieht komplett die Augen aufgerissen, weil sie glaubt, irgendwas Schlimmes ist passiert. Schon wieder. Schon wieder aufgelegt. Hä? Ja. Sehr seltsam, ja. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, dann ist die Kamera, schauen wir noch mal rein, ob die Kamera auf Standby ist wieder. Ja. Die Kamera läuft, K2 Meter schlägt nicht aus. Was machen wir? Drehen wir es nochmal auf? Probieren wir es noch einmal. Ja. Alle guten Dinge sind. Dürfen wir hier herinnen nicht telefonieren? Ist es das, was dich stört? Geräte, die du vielleicht nicht kennst? Sind es die Geräte, die die Leute mitbringen, die dich so stören? Durchkopplung ist wieder. Ja. Möchtest du die Kamera mal nehmen? Ja, bin sicher. Muss man auf laut drehen dann, gell? Ja.
die Lampe auch. Das nimmst du als erstes. Und ich fange schon wieder zum Rotzen an. Das nervt. Ich bin kein Wintermensch. Ja, nicht. Die Tür zu? Nein, ist noch nicht so. Ja, die Verbindung ist da. Mhm. Oder? Verbindung schon wieder aus. Nein. Hm? Keine Verbindung da. Verbindung weg. Ja, aufgelegt. Aufgelegt, aber diesmal ohne Signal. Ohne irgendwas, ja. Sehr interessant. Okay, aber wenn mich jetzt mein Handy zurückruft, ja, weißt du, was ich da mache? Abbrechen. Nein, nicht nur abbrechen. Das Filmequipment und alles bleibt da. Ja. Ja. Autoschlüssel habe ich. Ja genau, ich gehe einfach. Nein, mache ich nicht. Naja. Ja, probier's nochmal. Kannst du mich zurückrufen? Ich meine, das wird nicht passieren. Ja, das wird nicht passieren. Das wäre schon sehr, Wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte es auch gar nicht. Naja, Ja. Das wäre dann echt. Geht dann gar nicht. Okay. ja. Ja, Aber es dann- bringt nichts, ne? Ja, es bringt nichts. Ja. Mal schauen bei der Auswertung, ob es doch was gebracht hat. Ja. Aber es ist interessant auch, was die Aber- Kamera vielleicht aufzeichnet. Was die Kamera aufzeichnet hat, und das Diktiergerät habe ich auch hingelegt. Aber dreimal hintereinander auflegen, ja, bei vollem Empfang momentan. Ja, und ich habe jetzt auch geschaut, also es ist nicht so, dass immer wieder der Strich weggeht, also der Empfang weggeht und wieder kommt, Mhm. dass er instabil wäre oder so. Das ist auch nicht der Fall. Ja, auch diese Rückkopplung gehabt, also die Verbindung ist definitiv dreimal gestanden. Bitte? Die Verbindung war dreimal da, Ja. auf jeden Fall. Ich schaue jetzt dann noch einmal. Die Kamera nimmt auf. K2 Meter schlägt aus. oder? Nein. Ja, doch. Aber das kann von der Netzsuche sein. Ich schaue mir einfach die Auswertung an und dann Ja. kann man versuchen, was zu interpretieren. Und vor allem das Diktiergerät. Gut, dann würde ich sagen, Ja. das war's mal da herinnen. Vielleicht sind wir jetzt schlauer als beim ersten Besuch. Ja, komische Zufälle, die sich bei dieser Ermittlung zu häufen scheinen. Bei der Auswertung vom Diktiergerät hörte man schon immer wieder knarrendes Holz, was bei einem Holzhaus aber sicher nichts Außergewöhnliches ist. EVPs konnten wir beim Telefonexperiment keine aufzeichnen. Wir haben aber beide Handys nochmal getestet und hatten circa für eine Stunde eine stabile Verbindung. Netzstörungen waren an dem Abend in dem Bereich laut der Seite allestörungen.at nicht bekannt. Das Ergebnis der Ermittlung ist auf jeden Fall spannend. Zuerst wies alles auf einen verzweifelten Hausherrn hin, der scheinbar sein Hab gut verteidigen möchte, und dann kam doch eher heraus, dass die Unruhe doch von mehreren negativen Energien geprägt wird. Im Gesamtaspekt konnten wir aber keinen Grund feststellen, warum man aus dem Haus flüchten müsste, aber vielleicht wäre das unter anderen Umständen auch anders. Jürgen und ich werden uns im Sommer für 48 Stunden mit Kamera und Ausrüstung dort einquartieren und noch einmal genauer nachsehen.
Tschüss.